Gemeinsam erschaffen wir ein neues Wir. Wir haben euer Feedback gehört. Viele von euch wünschen sich, Teil der Events von Christina zu sein. Aber nicht jeder kann es sich leisten. Wir möchten, dass jeder und jede mit auch noch so kleinem Einkommen Christina in Zukunft live erleben darf. Und zwar vollkommen kostenlos. Wie das möglich wird? Ganz einfach. Du gehörst zu denen, die das möglich machen. Wir als Kollektiv erschaffen es. Mit deinem kleinen Beitrag von nur 5 Euro im Monat erhältst du in Zukunft also nicht nur wie gewohnt Christinas Botschaften in ihrem Newsletter, du erhältst auch 100% kostenlosen Zugang zu allen Offline-Events und Online-Teilnahmen. Denn dieses Wir ermöglicht es zukünftig allen, dabei zu sein, wann immer sie möchten. Wir betreten damit Neuland und setzen ein einzigartiges Zeichen. Wir erschaffen gemeinsam eine absolute Win-Win-Situation mit einem minimalen Einsatz deinerseits. Doch wo uns diese Reise hinführt? Das liegt ganz allein an euch. Bist du dabei? Dann melde dich doch ganz einfach mit dem Link in der Videobeschreibung an. Ja, Christina, wir sind ja heute zusammen auch, da geht es sehr auch um unsere außerirdischen Freunde. Insbesondere Pavlina hat ja einen ganz wunderbaren Draht zu den Plejadiern, zu der plejadischen Lichtfamilie und Seelenfamilie. Und Christina, wir haben heute auch darüber gesprochen, wie wichtig es doch ist, zu wissen, dass die Dinge, die hier auf der Erde geschehen, eben überhaupt nicht auf die Erde beschränkt sind und dass auch deshalb ja sehr viele Wesen dieses Geschehen mit beobachten und mit begleiten und dass ja, das Auswirkungen auf das Universum hat. Möchtest du darüber sprechen, wie man sich das vorstellen kann? Also das, was wir hier auf der Erde haben, das ist ja etwas, was auch eine Wirkung auf vieles anderes hat. Also auf andere Planeten und auf das Sonnensystem und irgendwie auch so bei der ganzen Galaxie. Man sagt ja, dass alles miteinander zusammenhängt und dann hängt auch das, was wir hier auf der Erde haben, ja auch mit dem zusammen, was da halt außerhalb ist. Oder auch in der Erde. Das ist ja alles miteinander verbunden. Und wenn wir hier Menschen auf der Erde sind, dann kommt uns das ja manchmal so groß vor, dass das wie unsere einzige Realität ist. Aber eigentlich geht es ja noch darüber hinaus. Auch Dinge, die auf der Erde passieren. Also zum Beispiel, wenn hier mehr Licht auf die Erde kommt und auch energetisch Manipulationen aufgelöst werden, die früher hier waren, dann ist das ja nicht nur für die Erde und für uns hier, dann hat das nicht nur für uns eine Bedeutung, sondern auch für andere Planeten. Und der ganze Prozess,
wo die Erde drin ist, dass sie ihre Schwingung erhöht. Das ist ja auch etwas, was gar nicht auf die Erde beschränkt ist. Auch andere Planeten sind in diesem Prozess. Also das ist darum etwas viel Größeres als nur etwas, was hier bei uns auf der Erde passiert. Und man weiß ja zum Beispiel, dass auf anderen Planeten sich das Klima verändert. Und das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was man bei uns meistens so sagt, warum das so ist, sondern ein Planet ist ja ein Lebewesen und er hat genauso eine Veränderung. Und wenn sich energetisch etwas verändert, dann hat das auch eine Wirkung auf das Physische. Und darum ist das wirklich ein Prozess, der viel größer ist als nur hier auf der Erde. Und hier bei uns, bei der Erde, wir werden ja schon wahrscheinlich von Anfang an von anderen Außerirdischen beobachtet. Also waren wir ja nie in dem Sinn alleine. Auch wenn viele Menschen sich das so vorstellen, dass wir irgendwie die Einzigen sind, die im Universum überhaupt irgendwie existieren. Aber für viele andere Zivilisationen ist das ja ganz normal, dass sie eben nicht alleine sind. Und irgendwie ist der Zustand, dass viele Menschen denken, sie seien im Universum alleine, das ist ja irgendwie nicht ganz normal. Du hast mal beschrieben, was du tust, weil auch du kennst ja manchmal solche Momente. Und du hattest mal so was Schönes beschrieben, was du dann tust, wenn du mal Heimweh bekommst. Mit der Erde? Mhm. Also, es gibt ja so das Gefühl von Zuhause sein. Und ich habe irgendwie für mich gefunden, ich finde das schwierig, auf der Erde zu Hause zu sein, mit dieses Gefühl zu haben. Und wenn man halt von woanders herkommt und viele Leute halt ein bisschen seltsam sind, dann ist es einfach schwieriger. Und ich mache das dann für mich so, dass wenn ich mich mit der Erde verbinde, dass ich dann wie die Liebe wahrnehme, die die Erde für uns hat. Weil die Erde hat ja ein Bewusstsein und sie hat auch ein Gefühl zu uns. Und wenn wir das wahrnehmen, dass sie diese Liebe für uns hat, dann ist das auch wie so ein Zuhause sein. Das ist so schön. Mich berührt es so sehr. Und ja, einfach die Vorstellung, wenn gar niemand da ist, verbinde dich mit der Erde und sie wird dich umarmen, denn sie ist ein liebendes Wesen. Und ich wollte dich bei dieser Gelegenheit auch fragen, die Frage kam auch per Mail, ob denn die Erde, weil du ja immer sagst, die Erde hat beschlossen, dass sie jetzt ihre Schwingung erhöht, ob denn die Erde einen eigenen Seelenplan hat. Ja, das hat sie schon. Also sie kann auf ihrer seelischen Ebene ja auch Entscheidungen treffen. Sie hat ja auch eine Seele. Mhm. Hat dann die Erde, also
du sagst ja immer, wir machen alle unsere Seelenpläne, bevor wir inkarnieren. Hat die Erde sowas auch mal gemacht? Ich denke schon. Also ich habe es jetzt nie gefragt. Ich weiß das jetzt vom Gespräch zwischen ihr und mir, weiß ich das jetzt nicht. Aber ich gehe schon davon aus. Derselbe Fragesteller hat in seiner Mail auch gefragt, ob dann das dann eben auf dem Seelenplan der Erde gewesen sei, dass sie mal von der 5. Dichte in die 3. Dichte gegangen ist, oder ob das quasi mehr so ein kosmischer Unfall war oder wie man sich das erklären kann. Also ich denke, es kommt halt darauf an, zu welchem Zeitpunkt man den Seelenplan anschaut. Weil ganz am Anfang, da war die Erde in einer viel höheren Schwingung. Und auch die Menschen oder Wesen, die dann auf ihr waren. Und auch in einem anderen Bewusstsein. Und ich denke, dass das alles so manipuliert wurde und so düster wurde, wie wir das jetzt haben. Das war so ganz am Anfang nicht so geplant. Also schön, dass ihr alle da seid und ich begrüße natürlich alle zu Hause. Und ja, ich werde jetzt anfangen. Christina hat schon geschafft. Christina hat auch viele Themen angesprochen, die ich auch dann vorsetzen werde. Denn die Christina ist so schon angebunden und vielleicht habt ihr auch bemerkt, als die Christina erzählt hat, die Zukunft der Erde wird positiv. Dann hat hier angefangen, das Licht zu blinken. Das war Bestätigung deiner Lichtwesen bestimmt. Wir haben hier viele Lichtwesen gesehen heute. Und als die Christina gesprochen hat, dann haben sich auch viele Portale, dimensionale Tore hier eröffnet. Und das Feld der Liebe wurde richtig hier aufgebaut. Ja, und es wurde über viele Themen gesprochen. Und ich wollte eigentlich wieder mit unserer Erde anfangen, denn die Erde ist unsere zweite Mama. Und es wurde über ihre Aufgabe gesprochen. Und ich habe auch immer wieder diese Fragen gestellt. Ich habe auch lange keine Antworten, so richtige Antworten bekommen. Aber in der letzten Zeit habe ich viele Antworten bekommen und es wurde auch mir jetzt einiges klar, denn ich bin genauso wie also alle anderen Menschen, ich weiß auch nicht alles. Vielleicht habe ich schon die Anbindung mit den Lichtwesen oder an die Lichtwesen schon seit Kind, aber natürlich bin ich hier auch auf der Erde und ich muss auch einiges nachfragen. Kommt nicht immer alles so. Und wir haben mit der lieben Melanie Missing diese Essenz kosmisches Herz entwickelt oder die Plejade waren dabei. Und dazu habe ich nämlich auch viele Antworten bekommen, denn ich habe immer gefragt, was ist das kosmische Herz, wo ist das kosmische Herz? Und dann haben sich viele Einsichten noch dazu gezeigt. Und ich habe auch natürlich gefragt, ja, welche Aufgabe hat die Erde? Wieso ist es der Opposition, sage ich immer, der Opposition so wichtig, dass die Erde nicht aufsteigt, obwohl sie das natürlich jetzt schafft und auf dem Weg ist. Und es wurde mir gesagt, ja, die Erde hat sich eben eine höhere Aufgabe auf sich genommen und es wurde mir so erklärt. Also wenn ein Planet
seine höchste Bewusstseinsentwicklung erreicht, wird der zum kosmischen Herz. Und so wurde auch unsere galaktische Sonne zum kosmischen Herzen. Und das heißt, wenn ein Planet zum kosmischen Herzen wird, tut sich dann mit dem Rhythmus des Universums verbinden, mit dem Takt, mit der Schwingung des Universums. Und diese zentrale Planet oder auch die galaktische Sonne von unserer Galaxis wurde eben auch und durch die Entwicklung zu einem zentralen Punkt. Und zentrale Sonne unserer Galaxis ernährt sozusagen die anderen Planeten und hilft den anderen Planeten bei der Entwicklung. Und unsere Erde hat sich auch die Aufgabe auf sich genommen, zum kosmischen Herzen zu werden. Und unsere Erde möchte auch eben zum zentralen Planeten von unserem Sonnensystem werden und auch mit dem Takt, mit der Schwingung, mit dem Rhythmus des Universums zu schwingen. Und das ist praktisch ihre Aufgabe oder auch ihr Wunsch. Und die Plejade haben das auch so schön gesagt. Wenn Menschen auf der Erde das Licht des Herzens entdeckt haben, dann werden sie auch zu kosmischen Herzen. Und so werden viele Menschen hier auf der Erde zu Lichtern und sie verbinden sich untereinander. Und so verbinden sich wiederum mit den planetarischen Systemen und lichtvollen Systemen des Universums. Also genauso wie unten, so auch oben. Die hermetischen Gesetze fangen an, wunderbar zu funktionieren. Wir waren lange von diesen Gesetzen abgetrennt, obwohl sie so einfach sind. Das sagen die Plejade auch immer wieder, dass wir wieder auf unseren Weg zu dem Einfachen gehen. Denn wir haben jetzt schon lange in dem Komplizierten gelebt. Wir Menschen sind schon gewohnt, kompliziert zu denken, obwohl alles im Universum einfach geordnet ist. Aber das wurde uns sozusagen so beigebracht. Und jetzt sind wir aber auf dem Weg, wieder das Einfache zu entdecken, die Gesetze der Liebe des Universums zu entdecken, die wirklich einfach sind und die ja auf den Gesetzen der Liebe eben basieren.